Die Tonerzeugung beim Anfängerunterricht ist immer eine interessante Situation. Jeder Mensch, jedes Kind reagiert ganz anders, auch die Erwachsenen. Jeder macht das anders. Manche nehmen das Mundstück in den Mund, manche setzen das schon ganz gut an, manche verkrampfen und wollen unbedingt irgendwie das mit dem Lippensummen regeln. Andere setzen das Mundstück an und pusten Luft durch, machen die Trompete drauf, zack, und schon kommt ein Ton. Also hier braucht man unterschiedlichste Ansatzpunkte, wie man dem jeweiligen Anfängerschüler letztendlich erklärt, wie eigentlich der Ton beim Trompetespielen startet. Der Klassiker ist immer, und das hat bei mir früher gut funktioniert, ich mache es mittlerweile nicht mehr, ist dieses, die Lippen zusammen und jetzt impulsartig Luft über die Lippen pusten. Wenn man dann das Mundstück mit Trompete nimmt, kommt meistens so knallende, feste Töne. Der Vorteil für den Schüler, man hat natürlich sofort einen Ton auf der Trompete, okay, es muss jetzt kein C2 sein, es ist ganz individuell. Und bei manchen funktioniert es auch wirklich gut. Ich habe andere Schüler, die pusten zum Beispiel, die sind meistens musikalisch nicht vorbelastet, also haben keinen Trommelkurs gehabt, haben keine Blockflötenunterricht vorher gehabt. Die machen es ganz häufig so, dass sie das Mundstück in den Mund nehmen möchten. Da muss man dann eben schauen, dass die Lippen eben zusammenbleiben, so ein typisches M. Da spürt man auch ganz deutlich mit dem Konsonanten M, dass hier so ein Druckpunkt entsteht, ein leichter. Ich mache kein M, kein verbissenes, sondern nur dieses wie wenn was lecker schmeckt. Und das halte ich jetzt von der Position herbei. Und dann puste ich. Da kommt jetzt erstmal nur Luft. Aber faszinierenderweise ist es, wenn ich das Mundstück dann auf die Trompete setze, auch hier kommt ein Ton. Obwohl ich mich jetzt eigentlich nicht auf dieses schwingende Lippenmaterial konzentriere, sondern die Lippen geschlossen halte und puste eben ins Mundstück dann genauso wie vorher nur mit dem Mundstück, jetzt eben in die Trompete, auch da kommt ein Ton. Meist ist es dann so, dass man während dem Pusten etwas den Ansatz locker lässt und somit kommt dann auch auf der Trompete nur ein Luftstrom. Aber wenn man sich nochmal ganz deutlich und bewusst macht, ach, die Lippen sollen in dieser M-Position bleiben, kommen dann auf der Trompete auch immer Töne. Ich habe es über Jahre ausprobiert, hat immer wunderbar funktioniert. Bei Einzelschülern, bei Bläserklassen, mega. Jeder braucht natürlich irgendwo eine individuelle Hilfestellung. Aber auf diese Art und Weise war die erste Stunde, die erste halbe Stunde, haben wir meistens da nur, Ton auf dem Blechblasinstrument zu produzieren, kein Problem mehr. Das ist eine Woche trainiert und die Kinder können es dann innerhalb von 1-2 Wochen, dass sie dann punktuell den Ton abrufen, beziehungsweise auch teilweise schon Töne variieren können. Also die Naturtöne, zum Beispiel bei der Posaune, das F zum B, beziehungsweise auch zum tiefen B, bei uns Trompeter meistens C1 und eben G1. Und jetzt ist es eben so, dass ganz unterschiedlich angesetzt wird. Man hatte immer das Problem, dass manche das mit sehr, sehr viel Druck machen, manche machen es sehr, sehr locker. Meistens diejenigen, die im Verwandten- oder Bekanntenkreis schon Blechbläser haben und es sich abgeguckt haben, der bläst immer mit richtig viel Dampf rein, bekommt einen roten Kopf, wenn es anstrengend wird und zack, dann mache ich das genauso. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Und manche, die eben keine Berührungspunkte haben, machen das meistens über dieses vorsichtige Luft fließen lassen. Aber auch hier ist es so, dass wenn ich diese M-Position einnehme, dann ein Ton einschwingt. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Probiert es doch mal aus. Dann kommt schon der erste Ton. Wenn man dann das Lippenmaterial noch etwas anfeuchtet mit der Zunge, dann schwingt das Lippenmaterial sowieso immer leichter ein. Und jetzt ist es eben wichtig, dass man dann versucht, Töne zu variieren. Also was passiert, wenn ich die Lippenspannung wirklich runternehme? Dann schwingt ein tieferer Ton ein. Mache ich etwas mehr? Dann komme ich eben zum nächsten Naturton. Und es war jetzt keine absichtliche Anspannung der Muskulatur, sondern es war zum einen, ich habe locker das tiefe C geblasen, also das C1, und habe jetzt etwas mehr Luftgeschwindigkeit, sage ich meistens zu den Kindern, draufgegeben und schon kam eine höhere Position, in dem Fall das G1 eben.
Es funktioniert bei Waldhorn-Posaune genauso wie auf der Trompete. Bei Tuba ist es immer ein bisschen spezieller. Das Mundstück ist wesentlich größer. Euphonium gehört natürlich auch zur Posaunenkategorie in Sachen Mundstück. Da funktioniert es auch wunderbar. Ja, und letztendlich geht man dann schon in die Ventile rein, variiert die Töne und trainiert automatisch natürlich seine Ansatzmuskulatur, um eben da ein Gefühl zu entwickeln, was man machen muss, damit Ton XY auf dem jeweiligen Instrument einschwingt. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Kinder positiv eben auf diese Tonerzeugung reagieren. Das eine ist mit diesem und die anderen. Die zweite Möglichkeit ist mittlerweile mein Favorit, funktioniert wunderbar, nur in den seltensten Fällen. Wenn die Lippen zum Beispiel ganz was anderes machen, weil einfach keine Kontrolle da ist, dann nehme ich dieses impulsartige, dieses Bienensummen, dieses schnaubende Pferd für die ersten Lockerungsübungen. Aber ansonsten gehe ich immer mittlerweile vom Luftstrom aus. Kommen tiefe, höhere Töne oder die knallen mal raus, ist ja noch alles komplett unkoordiniert, das ist ja klar. Aber probier's doch mal mit deinen Schülern aus, beziehungsweise probier's auch mal, wenn du keine Schüler hast, bei dir aus, wie das eigentlich einschwingt. Also wie ist dein Tonbeginn? Ist es sehr, sehr fest, sehr verkrampft? Ist es eventuell locker und weich, wie die Töne einschwingen? Einfach mal wieder beim Üben ein Bewusstsein drauf lenken, wie denn die Tonerzeugung beim Trompete spielen funktioniert. Was ist dein Bewusstsein, beziehungsweise wie startest du eben mit diesen Tönen? Wie schwingst du deine Lippen ein, damit eben auf der Trompete ein Ton klingt? Schreib das gerne in die Kommentare. Letztendlich leben wir ja vom Austausch und mit dem Austausch neuer Ideen passieren auch wirklich wunderbare Sachen. Deswegen gerne in die Kommentare deine Erfahrungen schreiben. Ansonsten bin ich immer sehr erfreut, wenn du ein Like und Abo da lässt. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.